Heute soll es um deine Standheizung gehen. Das erste Mal überhaupt eine Standheizung eingebaut. Hoffentlich nach der Einbauanleitung, vielleicht auch aus einem der Videos in unserer Playlist. Ruhig mal nochmal nachgucken, ob alles richtig gemacht wurde. Wenn alles vernünftig installiert ist, oder es vielleicht sogar jemand installiert hat, der weiß, was er tut, dann gibt es nur 3 Möglichkeiten, die jetzt passieren können. Erstens, die ist bei DHL beschädigt worden. Dann gibt es wahrscheinlich einen Fehler. Ist sehr selten, kann aber passieren. Das zweite ist, Installation war vielleicht doch nicht so ganz sauber. Dann gibt es eventuell auch Fehler. Drittens, alles ist richtig und es wird trotzdem einen Fehler geben, der nämlich immer passiert. Und der hat nichts damit zu tun, dass die Heizung vielleicht kaputt wäre oder dass ihr schlecht installiert habt. Der tritt einfach beim ersten Start auf. Zu all diesen 3 Fällen werde ich kurz was sagen. Stellen wir uns vor, alles ist installiert, ihr startet das erste Mal, das heißt, ihr drückt auf eurem Bedienteil auf den Startknopf und es passiert nichts. Eigentlich passiert aber doch was, aber ihr habt es gar nicht bemerkt. Dazu müsstet ihr nämlich unterm Auto sitzen. Dann würdet ihr merken, dass die Spritpumpe einmal kurz Klick gemacht hat. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass der Lüfter einmal ganz kurz hochgefahren ist und dann wieder ausgegangen ist, beziehungsweise dann ganz langsam weiterdreht. Und dann war einfach Ruhe und ihr habt schon den Telefonhörer in der Hand, um uns anzurufen und zu sagen, dass die Heizung kaputt ist. Dem ist nicht so, die ist gar nicht kaputt. Die macht nämlich ganz am Anfang einen Hardware-Check. Ihr drückt auf Start, im selben Moment macht die Spritpumpe einmal Klick und die Heizung hat überprüft, ob die Spritpumpe elektrisch da ist und ob sie sich bewegt. Wenn dem nicht so wäre, würde sie jetzt schon einen Fehler anzeigen. Zweitens guckt sie, ob der Lüfter sich dreht und ob er da ist. Das heißt, sie lässt ihn kurz andrehen und macht ihn dann wieder aus. Wenn dem nicht so wäre, ihr habt ihn blockiert oder so weiter, würde jetzt ein Fehler kommen. Der Fehler heißt 27, haben wir ein extra Video zugemacht, guckt es euch an. Wenn die Spannungsversorgung schlecht ist, würde auch sofort ein Fehler kommen. Wäre Fehler 15, guckt euch das Video dazu an, ist in der Playlist drin. Gehen wir davon aus, es kommen keine weiteren Fehler. Die Heizung hat auch auf dem Transportweg keinen Schaden erlitten. Wenn sie das hätte, sprich Glühkerze abgebrochen, weil einer aufs Paket getreten ist oder sowas, diese Fehler würden jetzt in dieser Startphase sofort auftreten. Die meisten davon könntet ihr selbst beheben, sprich Lüfter blockiert oder solche Sachen. Wenn ein Fehler kommt, der sich mit der Glühkerze beschäftigt, guckt gerne mal in unserer Video dazu, aber das wäre zum Beispiel ein Fall, wo man dann sagen müsste, die Heizung hat auf dem Transportweg einen Schaden erlitten, kann man eigentlich nur gleich wieder ausbauen. Passiert fast nie. Wenn es doch passieren sollte, wisst ihr jetzt, was die Ursache ist. Könnt ihr beim Einbau einfach nicht beeinflussen und wir genauso wenig. Die kommen ja ganz schöne Strecke von Russland bis zu euch. Da kann sowas schon mal passieren. Ich sag mal, 1 in 1000 hat eine abgebrochene Glühkerze, zum Beispiel. Vielleicht auch 1 in 2000, so viel sind es gar nicht. Gut, egal, wir gehen davon aus, alles geht. Ihr drückt auf den Startknopf, es passiert wie gesagt was, auch wenn ihr es gar nicht so richtig bemerkt habt. Dann nach dem Drücken des Startknopfes ist 2 Minuten Ruhe. Da ist aber eigentlich gar nicht so richtig Ruhe. Ein bisschen kann man hören, der Lüfter macht so ganz leichte Bewegung und vor allen Dingen würdet ihr auf eurem Batteriemonitor was sehen. Ihr seht nämlich, dass die Glühkerze angesprungen ist und da je nach Modell zwischen 5 und 10 Ampere fließen. Das heißt, die ersten 120 Sekunden passiert nichts. Nichts. Die Glühkerze glüht vor. Nach diesen 120 Sekunden merkt man, die Spritpumpe macht einen Tick, macht noch einen Tick. Der Lüfter fängt langsam an hochzudrehen. Das heißt, Lüfter und Einspritzung, die übrigens in Impulsen erfolgt und nicht im dauerhaften Pumpen, werden langsam hochgefahren. Es kann durchaus sein, dass es beim ersten Start einfach nicht funktioniert, weil zum Beispiel der Sprit noch gar nicht da ist, weil da 2 Meter Spritleitung von ganz vorne nach ganz hinten einfach leer und voll Luft sind. Das heißt, nicht unruhig werden, es ist total normal, selbst dem professionellsten Einbauer passiert genau das. Die Spritleitung muss erst voll sein.
Die Heizung ist ja nicht blöd, die weiß das. Das heißt, sie startet automatisch nochmal. Ihr drückt wirklich nur einmal auf Start und guckt, was passiert. Die Heizung fährt hoch, klick, 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 Lüfter wird immer lauter und so weiter. Nach einer Weile merkt die Heizung, oh, wird ja gar nicht warm. Was macht sie? Sie fährt wieder runter und startet genau diese gleiche Startsequenz nochmal, ohne euer Zutun. Also nicht unruhig werden, einfach lassen. Wenn sie es beim zweiten Mal wieder nicht schafft, weil der Sprit zum Beispiel immer noch nicht da ist, dann würde sie einen Fehler anzeigen. Dann würde sie einfach sagen, ich habe es jetzt zweimal probiert, geh doch mal bitte gucken, ob alles in Ordnung ist. Fehler 13. Zum Fehler 13 kann man sehr viel erzählen. Guckt euch das Video aus der Playlist dazu an. Wenn ihr den öfter habt, wenn ihr den das erste Mal habt, einfach nicht drüber nachdenken, nochmal auf Start drücken. Wenn die Spritleitung sehr lang ist, das kann eine Weile dauern. Ihr könnt ja auch mal gucken gehen, während die Heizung eben startet und pumpt. Kommt der Sprit langsam, bewegen sich da Blasen drin, geht es langsam los und dann werdet ihr merken, 1, 2, 3, 5 Mal, je nachdem wie lang die Leitung war, irgendwann startet die Heizung einfach. Beim ersten Mal kommt dann vielleicht noch ab und zu eine Luftblase, ist kein Problem, irgendwann startet die. Wenn die erstes Mal gestartet ist, lasst sie einfach mal eine Stunde oder 2 auf voller Leistung laufen. Dass die mal richtig warm wird, dass jeder Kunststoff ausdünsten kann, wenn da noch irgendwelche Rückstände von der Produktion sind. Alle Teile, die ihr dahinter angeschlossen habt, Warmluftverrohrung und so weiter, das muss alles einmal richtig schön durchwärmen. Also einfach laufen lassen. Wenn die dann läuft, könnt ihr sie einfach ausschalten über das Bedienelement und das nächste Mal benutzen. Der Sprit sollte dann immer da sein, der darf nicht wieder zurücklaufen. Wenn er das tut und es wieder solche Fehler gibt, solltet ihr euch die Installation nochmal angucken. Speziell die Spritentnahme ist in unserem Video ja länglichst behandelt, da kann man viele Fehler machen. Guckt euch das sonst nochmal an, ansonsten viel Spaß beim Heizen.